Hier, heute basteln wir unsere eigene Bananenkrone. Ich wollte schon sagen, herzlich willkommen auf dem Monkey-Kanal, aber lassen wir das. Also herzlich willkommen auf dem Nico Stanitzer-Kanal. Heute machen wir was ziemlich Leckeres mit Bananen, und zwar Bananenessig. Wir machen unseren eigenen Bananenessig. Dazu brauchen wir keine Essigmutter. Wir fangen von ganz vorne an. Wie das geht, zeige ich sofort. Es gibt ein paar Dinge zu beachten, da gehe ich gleich drauf ein. Ansonsten brauchst du eigentlich nur Zeit, das will ich gleich vorweg sagen. Das Ganze dauert 3 bis 6 Monate, also nach 3 Monaten ist der Essig fertig und dann muss er noch reifen. Je länger, je besser. Ja, das gesagt, würde ich sagen, legen wir los, machen wir unseren eigenen Bananenessig. Während ich hier als erstes mal die Bananen wasche, weil ich nämlich 100% Bio-Bananen zur Verfügung habe, die ich mit Schale verwenden kann. Wenn du keine Bio-Bananen bekommen kannst oder verwenden möchtest, dann müsstest du die Bananen halt schälen, dann kannst du dir das Abwaschen natürlich sparen. In jedem Fall wollte ich noch kurz erwähnen, dass es die ganze Anleitung nochmal zum Nachlesen bei mir auf meiner Homepage gibt. Der Link dafür ist hier unterhalb vom Video in der Infobox. Und dann wollte ich noch grundsätzlich sagen, dass Essig immer aus Wein hergestellt wird. Das heißt, als erstes müssen wir uns einen Bananenwein herstellen. Egal ob geschält oder ungeschält, wir brauchen 1 Kilo Bananen und die schneiden wir uns in ca. 1 cm dicke Scheiben. Dann geben wir die in den Topf. Dann kommen da 2 Liter Wasser dazu. Ein Esslöffel schwarzer Tee, den habe ich mir hier schon vorher mit 200 Milliliter heißem Wasser aufgebrüht. 50 Gramm Rosinen, der Saft von einer Limette und dann bringen wir das Ganze zum Kochen. Ja, und wenn die ganze Bananenmaische hier kocht, dann kommen 350 Gramm Rohrzucker dazu. Den verrühren wir dann so lange, bis er sich aufgelöst hat. Und dann können wir den Topf vom Herd nehmen und das Ganze abkühlen lassen auf 35 Grad. Ja, und da haben wir genug Zeit, uns einen halben Teelöffel Weinhefe mit 50 Milliliter Wasser und einem halben Esslöffel Zucker zu verrühren. Und das geben wir dann in die Bananenmaische, verrühren das und füllen das Ganze in Gläser ab. Ich habe jetzt hier 2 große Mesongläser verwendet. Da passen jeweils so knapp 2 Liter rein, denn für diese Gläser habe ich Silikon-Fermentationsdeckel, die die Luft rauslassen, aber eben keine Luft ins Glas lassen, denn Alkoholfermentation ist immer eine anaerobe Fermentation, sprich unter Sauerstoffabschluss. Du kannst natürlich auch ein großes Glas verwenden, du bräuchtest dann halt so ein Airlock mit Wasserverschluss. Ich habe hier als erstes die Flüssigkeit aufgeteilt, gleichmäßig, und danach dann die festen Bestandteile. Und dann können wir die Gläser verschließen, vorher schön den Rand sauber machen. Sauber arbeiten ist ganz wichtig, denn alles, was nachher rausschaut, das fängt sehr wahrscheinlich an zu schimmeln und das wollen wir in jedem Fall verhindern. Und dann lassen wir das Ganze zunächst mal für 5 Tage zu Bananenwein fermentieren. Ja, so schaut unser Bananenwein jetzt nach 12 Stunden aus. Die Fermentation hat begonnen, es hat sich hier jede Menge Schaum gebildet und da steigt auch jede Menge Kohlensäure auf. Also wir sind auf dem richtigen Weg zum Bananenwein. Ja, und das lassen wir jetzt noch 5 Tage hier drinnen fermentieren und dann sehen wir uns wieder.
Also die Fruchtfliegen, die lieben den Bananenwein schon. So. Also inzwischen sind 5 Tage vergangen und die Fermentation ist in vollem Gange, wie man hier auch ganz gut an dem Schaum sehen kann, der sich hier oben abgesetzt hat und die Kohlensäure, die aufsteigt. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich mich hier mal zwischenschalte. Wir filtern das Ganze jetzt. Wir filtern jetzt die festen Bestandteile aus, denn ich möchte vermeiden, dass das, was jetzt hier oben rausguckt, anfängt zu schimmeln. Darum kippen wir das Ganze jetzt einfach durch ein Sieb und füllen das alles in ein frisches Glas. Und dann wird das für weitere 10 Tage zu Bananenwein fermentiert. Und dann sehen wir uns wieder. So filtern wir die festen Bestandteile von unserem Bananenwein aus. Und dann geben wir die Flüssigkeit zurück in ein Glas. Ja, ich habe mir hier 2 Gläser vorbereitet, aber nachdem ich hier die Hälfte daneben geleert habe, hat es gerade noch für ein Glas gereicht. Ja, also beim Abfüllen ein bisschen aufpassen. Wieder luftdicht verschließen das Ganze und dann für weitere 10 Tage fermentieren lassen. Ja, ich mache mir hier noch ein Etikett drauf, damit ich weiß, wann ich als nächstes das Ganze wieder umfüllen muss. So, jetzt sind schon 10 Tage rum und ich fülle mir hier 100 Milliliter von einem Bio-Apfelessig mit Essigmutter in ein Glas ab. Und dann filtere ich mir den Bananenwein eben durch einen Kaffeefilter. Das dauert ganz schön lange, kann ich dir sagen, und ich musste den Kaffeefilter zwischendurch 3-mal wechseln. Ich wollte halt die Hefe, die noch im Bananenwein ist, so gut wie möglich ausfiltern. So, bis jetzt hatten wir es ja mit einer anaeroben Fermentation zu tun. Die Fermentation von Wein zu Essig ist eine aerobe Fermentation, das heißt mit Sauerstoff. Und deswegen decke ich das Glas hier nur mit einem Küchenpapier ab und befestige das mit einem Gummiband, damit eben keine unerwünschten Insekten hineinkommen. Denn Fruchtfliegen, die lieben den Wein. Ja, und dann stellen wir das Glas für 3 Monate an einen dunklen, warmen Ort und warten darauf, dass die Bakterien unseren Bananenwein in Bananenessig verwandeln. Oh, wenn du das riechen könntest, wie das nach Essig duftet, das ist so mega lecker und ich bin so froh, dass das funktioniert hat. Ich habe hier, heißt das Lackmuspapier, also in jedem Fall so ein pH-Teststreifen und jetzt schauen wir doch mal, wie sauer unser Essig hier geworden ist. Und es sind jetzt 2, egal. Oh, hier. Die Essigmutter. Die Essigmutter, die sitzt da drauf und ich komme da gar nicht durch. Oh. Jetzt hier muss ich richtig reinpieksen. Oh. Ja, okay. Also, kurzer Check. Das ist eindeutig hier so orange wie die 4. Also auf jeden Fall mal, oder vielleicht sogar den 3. Also in jedem Fall würde ich mal sagen, pH-Wert von 4. Das ist in jedem Fall sauer. Der Geruch ist eindeutig Essig. Und was wir jetzt noch machen ist, wir filtern das hier durch. Denn da oben ist jetzt eine Essigmutter drauf und die will ich natürlich in jedem Fall aufbewahren, um in Zukunft den Essig mit der Essigmutter anzusetzen. Denn dann kann man sich das Impfen mit einem Apfelessig oder einem anderen Bio-Essig mit Mutter sparen. Genau, und die wird dann über die Zeit auch wesentlich größer. Die ist ja jetzt noch relativ klein und zart, aber ja. Genau, also das gesagt, ich filter das jetzt kurz durch, einmal um die Essigmutter aufzufangen. Das ist übrigens ein Sieb hier Plastik, ne? Also nicht Metall verwenden bitte, Essig und, oder Säure und Metall, das verträgt sich nicht so besonders. Genau, da fangen wir die Essigmutter auf, die lagern wir dann weiter im Essig und den Rest, den füllen wir dann hier in eine Flasche ab und dann probieren wir gleich mal, wie der Essig schmeckt. Also legen wir los, füllen wir den um. Ja, da ist sie, meine erste Essigmutter. Nochmal einen genauen Blick drauf werfen, ne? Ich filter mir den Essig jetzt nochmal durch ein Tuch, um einen möglichst klaren, trüben Essig zu haben. Wenn der Bananenessig dann irgendwann mal durch den Filter gelaufen ist, dann können wir den in Flaschen abfüllen und im Prinzip kann man den Essig dann schon verwenden. Noch besser wird der Essig aber,
wenn man ihn danach nochmal für 3 Monate in der Flasche an einem kühlen, schattigen Ort reifen lässt. So, schnell noch ein Etikett drauf machen, ne, damit man weiß, wie alt der Essig ist, wenn man irgendwann mal vergessen hat, dass man sich Essig selber gemacht hat. Nein, Quatsch, Spaß beiseite. So, also, es hat nicht alles in die Flasche gepasst. Ein bisschen was ist hier noch im Glas gelandet, denn wir müssen ja jetzt noch den ultimativen Geschmackstest machen. Ich habe es bis jetzt geschafft, noch nicht zu probieren, ohne Schummeln, außer natürlich zu schnuppern, und der Duft ist wirklich hammermäßig. Ich würde sagen, das mache ich jetzt erstmal. Oh, upsala. Oh, hey. Oh. Ich bin fast sprachlos. Mega lecker. Also ausprobieren, unbedingt ausprobieren. Bananenessig selber machen. Hey, es lohnt sich. Also super vollmundig hier, da. Und kennst du das? Wenn du zu viel Banane gegessen hast, so 2, 3 Stück, oder wenn die Bananen so wie die hier, die ich vorhin übrigens hinterm Haus geerntet habe, noch nicht ganz reif sind, dann ist das so ein bisschen pelzig. Und das ist hier vorne auf der Zunge und hinten super vollmundig, aromatisch, und es schmeckt ein bisschen nach Banane. Na klar, ist ja Bananenessig. Also, die Essigmutter habe ich in einen anderen Essig gerade abgefüllt, der hier hinter mir in meinem geheimen Labor, Quatsch, das ist meine Werkstatt. Und da lagern noch jede Menge andere Essigsorten. Und ja, das wäre jetzt also dementsprechend auch die ideale Gelegenheit, den Kanal Nico Staniszok zu abonnieren, denn da lagern noch ein paar andere Essigsorten, die ich vorbereitet habe und die jetzt gerade noch am Fermentieren sind und in den nächsten Wochen und Monaten fertig werden. Und falls dich das interessiert, dann ja, abonniere doch den Kanal Nico Staniszok, dann wirst du informiert, ja, wenn ich einen neuen Essig fertig habe oder irgendwas anderes Leckeres, denn wir machen hier ganz viele leckere Sachen. Das gesagt, würde ich sagen, ich verabschiede mich für heute. Ich genieße jetzt gleich noch ein bisschen meinen Essig mit einem leckeren Salat. Und genau, bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du eingeschaltet hast. Wenn dir das Video gefallen hat, dann sei so lieb und lass mir einen Daumen nach oben da. Oder wenn dir das Video nicht gefallen hat, dann lässt du mir halt einen Daumen nach unten da, wie du magst. In jedem Fall bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei dir, dass du eingeschaltet hast, und würde mich riesig freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen und was Leckeres ausprobieren. Tschüss! Cheers, Bananenessig.